Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute ist es soweit. Heute, seit ziemlich vielen Jahren, gibt es bereits die Festung und heute ist der Tag der Tage, beziehungsweise habe ich das Video heute schon ein bisschen früher aufgenommen, da ich wahrscheinlich morgen den ganzen Tag mit Legendary Event zu tun haben werde, aber ist ja auch egal. Ne? Heute haben wir den 22.09., wo ich das hier gerade aufnehme und ja, nach ziemlich vielen Jahren ist es soweit, wir haben die Festung komplett durchgespielt. Und zwar, meine Edelsteinmine ist auf Stufe 99 und in einer halben Stunde ist es soweit, dass wir das Ding auf die maximale Stufe bringen und damit die Festung somit sozusagen komplett durchspielen. Ja, ich hatte nochmal das Video rausgesucht, wo ich als erstes die Festung mal gezeigt hatte in meinem, ja, im Shakes and Fidget. Das war mein 7. Shakes and Fidget Video, also ganz am Anfang. So sah das Ding früher aus hier. Ich weiß nicht, kriege ich noch die Zeit drauf? Jawohl, hier seht ihr es, der 1.10.2015. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Und ja, davor, ich weiß nicht, an welchem Tag genau das Ding rauskam, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber das war mein erstes Video zur Festung. Wie ihr seht, habe ich da bereits schon ein bisschen drin rumgebastelt und ja, jetzt heute am 22.09.2022 ist es soweit, die Festung ist komplett durchgespielt. Wir werden das Ding skippen, ne? Die letzte halbe Stunde werden wir in Kauf nehmen, 4 Pilze opfern und dann werden wir das Ding auf Stufe 100 jagen, damit wir das hier live im Video festgehalten haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Wir legen direkt los. 3, 2, 1. Boom! Das war die letzte Stufe. Die Edelsteinmine ist jetzt auf Stufe 100 gebracht worden. Ja, ziemlich lange gedauert, aber es ist soweit. Es gibt jetzt nicht mehr die Option, dass ich hier irgendwas aussuchen kann, um das Ding auszubauen, weil, ja, es ist alles getan, es ist alles gesagt. Und ja, das ist schon auf jeden Fall ein ziemlich geiles Gefühl. Die letzten Edelsteinstufen bringen so gut wie gar keinen Unterschied mehr bei den Edelsteinen so, ne? Aber es ist natürlich trotzdem nice, dass man das Ding hier abgeschlossen hat und jetzt kann ich mit meinen Ressourcen endgültig nichts mehr anfangen. Nachdem wir die Pets komplett durchgespielt haben und ich nur noch auf Stufe 632 warte, um die zu verkaufen, ne? Ihr wisst es ja, ab der Stufe bringen die Tränke einen am meisten Gold. Um nicht zu sagen 10 Millionen, da ist das Cap erreicht, deswegen warte ich damit noch, nachdem wir das durchgespielt haben und das Feature hier auch durchgespielt haben, den Arena Manager, haben wir jetzt auch die Festung durchgespielt, ne? Die Unterwelt haben wir auch schon durchgespielt, jetzt ist bald die Dungeon-Karte dran. Nächstes Jahr irgendwann vielleicht, wo wir Zeus besiegen und dann ist das Feature auch komplett abgehakt und dann gibt es bald nichts mehr zu tun. Ja, krass, auf jeden Fall. Ja, aber das soll auch nicht die einzige Information sein im Video, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, letztes Mal war ja ein ziemlicher Aufruhr wegen dem Druiden, ne? Der wurde jetzt nochmal angepasst. Ja, interessiert haben wir eure kontroverse Diskussion über das Rebalancing des Druiden verfolgt. Dabei haben wir beobachtet, dass wir mit den Änderungen offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen sind. Es war nicht unsere Intention, euch damit zu verärgern. Nun ist es scheinbar so eingetreten und dafür möchten wir uns in aller Form entschuldigen. Unser Game Design hat sich aufgrund der geäußerten Kritik die Werte des Druiden nochmal zur Brust genommen, neu bewertet und das Balancing angepasst. Mit Veröffentlichung dieser Producer Note sollen die Änderungen auch schon im Spiel implementiert sein. Ja, hier wird noch geschrieben, dass die optisch noch nicht ganz angepasst werden, aber die Werte soweit schon stimmen. Leider mussten wir erkennen, dass es besser gewesen wäre, auch die Druiden-Änderungen auf dem Beta-Server vorab einen öffentlichen Test zu unterziehen, so wie wir es beim Baden gemacht haben. Hier haben wir einen Fehler gemacht und werden in Zukunft die Community mehr in den Prozess solcher Änderungen einbeziehen. Sehr, sehr starke Worte meiner Meinung nach. Die Änderungen sehen wie folgt aus. In Kämpfen gegen Magier und Baden verursacht der Druide nur noch die Hälfte des eigenen Schadens. Tigergestalt Schadensbonus bei kritischen Treffern auf 200% und Ausweichchance 35 reduziert. Adlergestalt Schadensbonus bei Sturzflug 400% reduziert und die Chance, einen weiteren Sturzangriff durchzuführen,
durchführen zu können, sinkt nun mit jedem Sturzangriff um 5%. Es kann vorkommen, dass sich das Ausweichverhalten des Druiden in manchen Situationen nicht korrekt verhält. Das Problem werden wir spätestens nächste Woche beheben. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also hier nochmal ein kleines Update zum Druiden. Und dann wollte ich euch auch noch was zeigen. Und zwar ist die internationale Ehrenhalle ja komplett durchgewurstelt worden letztes Mal. Das wurde geändert. Ja, jetzt ist es anscheinend so, wie es sein soll. Ich weiß nicht, es ist ja schon mal so vorgekommen, dass die eHof durchgemixt worden ist. Dann hat sie sich nach langer Zeit wieder eingependelt, ja. Und dann kam das Ganze nochmal vor und da hat sich das nicht eingependelt, da haben sie quasi ein paar Kämpfe durchsimuliert, ein paar viele, wie viele wissen wir nicht. Kann sein, dass die 1000 Kämpfe in der eHof durchsimuliert haben und es jetzt halt eben sozusagen diesen Einpendelungsprozess zu beschleunigen und deswegen befinden wir uns jetzt mit unserer Gilde hier auf Platz 14. Ja, wir hatten ja uns auf Platz 77 befunden. Und ich würde gerne wissen, wie oft die eHof durchsimuliert worden ist, dass dieses Ergebnis jetzt hier zustande kommt. Ich weiß auch nicht, ob diese Ehrenhalle hier soweit durchsimuliert worden ist, aber die war ja soweit eigentlich in Ordnung. Hier bin ich jetzt auf Platz 74. Ja, keine Ahnung, ob ich dahin gehöre oder nicht. Ist alles wahrscheinlich ziemlich random. Auf jeden Fall waren wir da ja immer so in den 80er-Bereich. Keine Ahnung, ob das so passt oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt halt der Fall, dass wir ein paar Plätze übersprungen haben und wahrscheinlich jetzt auf der Position sind, wo wir jetzt erstmal hingehören. Ja, das heißt, wir waren ja vorher so in dem Bereich hier, ne, so Platz 20. Hatten mit New Era und Gruppentherapie zu tun und haben jetzt quasi ein paar Gilden übersprungen, dadurch, dass es jetzt so gemixt worden ist und dann wieder neu geordnet worden ist. Und zwar Wushu, Dragon Legends, The Severed Tongue, ja, die ultimative Gilde, und sind jetzt auf Platz 14 weltweit. Wir gucken mal den Kampf von heute an und schauen mal, wie unsere Gilde sich jetzt hier schlägt. Es kann sein, dass wir verlieren. Wir sind jetzt schon relativ weit oben. Die Konkurrenz ist sehr stark. Und ich gehe mal von aus, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht noch sehr viel weiter. Okay, das ist noch ein bisschen komisch. Aber das hatte ich auch irgendwo gelesen gehabt, dass die Reihenfolge der Mitglieder anscheinend wohl nicht ganz so hinhaut. Ja, was natürlich auch irgendwie komisch ist. Weil man ja anscheinend, also es kann jeder zu jeder Zeit irgendwie drankommen, was natürlich auch für ein vielleicht nicht so korrektes Ergebnis sorgt. Ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir schauen uns mal die Kämpfe an. Also dahingehend bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Gucken wir aber mal weiter, wie das Ganze hier so aussieht. Ja, anscheinend haben wir noch ein paar, aber das hat ja nichts zu heißen, wenn unsere schwachen Spieler, sag ich mal, zum Ende rankommen, dann nimmt die einen High-Class-Account natürlich auch auseinander und so kam es jetzt auch, dass zum Beispiel unsere Gildenleitung jetzt auf den letzten Platz war, obwohl die da gar nicht hingehört und so haben wir jetzt den Kampf anscheinend wohl verloren. Ja, trotzdem sind wir natürlich jetzt erstmal auf Platz 14 gut unterwegs, mal schauen, was wir noch in Zukunft so reißen werden, aber das ist jetzt schon erstmal schon eine ganz gute Platzierung. Ne? Ja, Leute, das wollte ich euch auf jeden Fall präsentieren in dem heutigen Video. Die Edelsteinmine auf 100 gebracht, die neue eHof. Ne? Und werden trotzdem jeden Tag mal schauen, was sich hier so tut auf jeden Fall. Ne? Und das Ganze mal weiter kritisch beäugen. Und ja, das soll es soweit für das Video heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.